stand hier eine Banane und ist umgekippt von der einen umgerissenen. Eine Banane platzt mir eigentlich nicht so. Fast mit dem Fahrzeug von der Brücke gefallen. Hautnaher Kontakt mit einer Schlange. Umgefallene Bananen und weitere Einblicke von unserem Leben. Das siehst du in diesem Video und damit herzlich willkommen. Genau diese Aufnahmen zeigen, wie wir über eine Brücke gefahren sind. Und durch diese starken Regenfälle hat sich der Erdboden, der auf die Baumstämme liegt, so aufgeweicht, dass dieses Loch entstanden ist, das man hier gerade sieht, obwohl das Loch vorher nicht da war. Also ich bin da lang gefahren, das sah gut aus. Und einmal zack, sind wir versunken und stecken geblieben. Zum Glück nicht umgefallen, weil die Brücke ist schon etwas höher. Ich glaube, die lebt noch. Die ist geschätzt, hier ist gerade zum Glück niemand, weil da würden die wahrscheinlich gleich umbringen. Wie lang wird die sein? 1,50 Meter vielleicht, bis zur Schwanzspitze. Ich bin jetzt hier gerade vom Zentrum und kommt den Weg hier. Hier ist der Fußballplatz. Und bin jetzt einfach im Weg lang gelaufen. Die liegt da, bewegt sich nicht. Aber die sieht ja lebend aus. Aber die vom Kopf her könnte sie giftig sein, weil das dreieckig. Rein von der Musterung her weiß ich jetzt nicht, was das für eine ist, von der Maserung. Jedenfalls geht sie nicht weg, wenn ich komme. Also ist es schon mal keine Angst hat. Ich hoffe mal, ich werde dann einfach einen Stein werfen und hoffe, dass sich dann verkriecht hier. Ich habe jetzt da schon 4 Steine hingeworfen, ziemlich nah. Sich überhaupt nicht bewegt. Also gerade am Pickup vorbeigefahren, direkt hier den Weg lang. Die hat sich nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob die tot ist, aber sie hat nirgendwo einen Schnitt. Die wird sich da sonnen, aber die reagiert überhaupt nicht auf irgendwelche Frequenzen. Da mit dem Stock anstoßen, ich habe ja nichts. Ich stehe so nach Hause. Unser Mandarinenbaum, ein Zeichen wahrer Fülle. Der hat so viele Früchte drauf. Dabei ist die Mandarinenzeit schon fast vorbei, aber er ist wirklich voll beladen. Der hat hier wirklich richtig viel. Und zu der Seite auch noch. Da hängen sie bis zu den Füßen runter. Hier sind Mandarinen. Hier sind Mandarinen. Überall Mandarinen, Mandarinen. So viel Fülle. Hier ist unser Berg. Leere Kokosnüsse. Ich zeige euch das mal. Ich nehme mal hier so eine Kokosnuss. Die ist hier oben. Hat hier ein Loch. Die haben wir getrunken. Das war wahrscheinlich eine Trinkkokosnuss. Haben das Fleisch mit einem Löffel hier ausgekratzt. Und jetzt werde ich der Kokosnuss von unten noch eine Öffnung verpassen. Das dauert bei mir manchmal länger. Ich glaube, Sebastian haut mit mir Kraft drauf. Haben wir schon ein Loch? Ich schlag mal noch mal drauf. Und einmal noch. So, jetzt hat sie hier wahrscheinlich... Genau, jetzt bin ich da durchgekommen. Jetzt habe ich hier ein Loch. Jetzt kommt hier Erde rein. Ups. Und die Idee ist dahinter, ein ökologisches Pflanzgefäß zu schaffen. Erstmal kompostieren die Kokosnüsse, wenn wir die einfach nur so lassen, als Kompost langsamer. Aber als Pflanzgefäß eignen sie sich dadurch, weil die ja eine Weile die Form beibehalten. Und wenn ich jetzt hier Erde drin habe, kann ich hier einen Samen reintun. Das ist so ein Sacha-Ichi-Samen. Das ist sowas wie eine Erdnuss, wie eine Nuss. Die wächst hier im Regenwald. Inka-Erdnuss sagt man, glaube ich. Und die kommt jetzt hier rein. Und dann kommt das Gefäß so wie es ist in unsere Baumschule. Und wenn hier eine Pflanze rauswächst, das wird eine Rangpflanze dann in dem Fall, dann tue ich die Kokosnuss, so wie sie ist, einfach in die Erde rein. Die kompostiert sich irgendwann, die Wurzel wird unten durchkommen. Und das sind für uns die besten Pflanzgefäße. Weil wir ganz oft gefragt werden, in Bezug auf Auswandern, was mitnehmen, was nicht. Oder was in Container, wenn es nach Paraguay geht. Also, diese Schuhe sind ca. 10 Jahre alt. Und hier löst sich der Kleber auf. Ich sag euch, das kommt durch die Hitze. Ich weiß nicht, ob es explizit durch den Container ist. Oder ob es zu heiße Lagerung ist und am Blechdach in den Tropen. Der Kleber löst sich auf. Dann dachte ich aber, okay, die habe ich wirklich viel getragen. Da ich sie viel getragen habe, lassen wir einfach sagen, es ist dem Alter geschuldet. Ja, ich meine, die sind immerhin 10 Jahre alt. Auch wenn ich sie nicht dauerhaft getragen habe. Jetzt
Schuhe mit gleichem Alter und fast gar nicht getragen. Ich habe hier schon was rumgeklebt. Ihr ahnt schon. Weil es ist eine bestimmte Sohle. Sowas hatte Sebastian auch, solche Schuhe. Die haben hier so eine, so eine Art Gummi. Ich weiß nicht, was für eine. Das hat sich sofort abgelöst. Hier, das bricht sich. Das bricht. Die Schuhe habe ich nicht. Also einmal angehabt, da fing das an. Da hat sich die Sohle aufgelöst. Hier, das ist schon hier dieses Infußmaterial. Also sowas kann nicht in Container. Besonders dieses Material hier. Das kann ich euch nicht empfehlen. Aber pflanzt hier eine Banane und ist umgekippt von der einen umgerissenen. Eine Banane pflanzt man eigentlich nicht so umfallen, durch den Wind. Ja, hier Wurzeln. Die hat halt schon einen Fruchtstand dran. Hier, das Fruchtstand. Nicht betreiben. Da unten. Die Pflanzen sind da unten. Da unten. Ja, weiter runter, fängt da noch Pflanze an. Guck die um. Was auch nicht gut. Nein, nicht da durch. Nicht da durch, nein. Wenn wir zwischendurch hier und da blieb ich auf. Ja. Das ist so schön. Ja, ich bei mir auch. Oh, das ist so gut. Stück noch, dann tragen wir sie dann so das Stück. Aber noch ein bisschen weiter. Nee, nach unten nicht mehr, willst du dann Berg hochfahren. Das wird alles schwerer. Ja. Noch ein Stück weiter, damit ich das ablegen kann. Mach, stopp mir. Guck mal, das ist Tausendfüßler, ein gelber, giftiger. Das wird jetzt gleich. Du hast die Banane umgefallen, schon wieder eingestellt. Die ist am Baum festgebunden und dreimal. Ist jetzt schon Wenn der Nachbar kommt, wird er lachen. das zweite Mal umgekippt. Das machen die Peruaner wahrscheinlich nicht so. Beste Entscheidung überhaupt, dieses Fahrzeug zu kaufen. Die anderen sind mit dem Pickup am Berg stehen geblieben. Ich habe das Schutzblech ein bisschen höher gemacht und habe genug Ladung drin und dann zieht er hier die Reifen. Bin sogar ohne Ketten gefahren. Ich habe mir Ketten gebaut. Also wenn ich jetzt weniger Ladung hätte, wäre ich mit Ketten gefahren. Aber so bin ich hochgekommen. Ich habe jetzt das Blech transportiert und ein bisschen Holz und so hinten drin. Sieht schon interessant aus. Ich habe es geschafft. Die mit ihrem Pickup sind stehen geblieben am Berg. Ich weiß nicht, ob das Handy das richtig erfasst, was hier eigentlich ist. Da hinten kann man eigentlich deutlich weiter schauen. Das ist, wir sind uns gerade selber nicht sicher, entweder Regen, wir sind an der Kante dazu, oder auch Nebel. Denn man nennt den Regenwald auch Nebelwald. Und hier ist eigentlich, kann man dahinter die Berge sehen. Ist alles weiß. Es kann wirklich so sein, dass jetzt einfach gerade rings um uns herum es regnet. Also von der Tagesuhrzeit, wir haben jetzt 14 Uhr circa und da alles weiß. Obwohl jetzt kommen die ersten Tropfen, also vielleicht ist es auch doch Regen, aber der scheint um uns herum zu sein. Und wir in der Mitte sind regenfrei. Hattet ihr sowas auch schon mal? So, mein Mann wird belästigt. Nee, der kriegt hier von unserem Hund Anfeuerung, dass er sensen darf. Alles viel zu hoch gewachsen, viel zu buschig. Ja, da läuft die Maschine, oder auch nicht. Das da soll jetzt weg. Ah, Zauberhand, zack. Angemerkt, die beste Arbeitskleidung wieder. Also hier wird ja alles bis zum Ende getragen. Das ist die neue Trendkollektion 2025. Es ist nicht vorne Open Air, es ist hinten Open Air. Da können die Mücken besser stechen. Wuhuhuhu. Fertig. Yay. Ja, bevor ich euch genau erzählen will, was ich euch hier zeige, wollte ich euch fragen, ob ihr solche Momente kennt, dass ihr zum Beispiel ein merkwürdiges Geräusch hört und dann euren Partner fragt, ob er nachschauen geht. Und eigentlich ist nie was, ja? Also euer Partner verdreht schon die Augen, wenn er die Frage hört, ich will gar nicht gucken gehen oder sowas. Ihr kennt bestimmt solche Situationen. Und dann höre ich heute Nacht ein Geräusch und ich denke mir, oh ja, das klingt wie Luft in der Leitung beim Wasser. Na ja, okay, schlafe ich weiter, brubbelt. Weil mein Mann hat einen Faserriss am Bein und kann sich kaum bewegen und ich dachte, der wächst jetzt nicht extra, weil du da ein Geräusch hörst. Eine Stunde später, also ein bisschen mehr als eine Stunde später, wird mein Mann dann auch wach und sagt, er kann nicht schlafen, das klingt, als wenn jemand kocht. Und ich dann ganz selbstbewusst, nö, das ist das Wasser. Dann sagt Sebastian, ja, aber das klingt so, als wenn Wasser aus der Erde rauskommt. Ich so, echt? Für mich klingt es nur so, als wenn Luft in der Leitung ist.
Ja, mein Mann hatte recht. Es klang nicht nur so, als wenn Wasser aus der Erde kam. Hier ist ein Stück verbaut, was noch nach unten gehen soll. Deswegen spannt Sebastian schon die Leitung, weil ja Wasser da unten ans Haus ran soll. Und dann ist uns in der Nacht diese Kappe da abgeflogen. Und ich habe sogar die Uhrzeit. Das ist 21 Uhr passiert. Da ist das Ding abgeflogen. Und um 10:15 Uhr habe ich dann mit Sebastian gesprochen und sagte, oh, da hätte ich dich ja wahrscheinlich doch wach machen sollen, dass du runtergehst. Weil wir haben ja hier am Hang gebaut. Und Sebastian hat geistesgegenwärtig, als er hier mal gearbeitet hat, gemerkt, da läuft uns das Ganze, vielleicht zeigt euch das Video. Er hat eigentlich sogar ein Video gemacht, wie Wasser in unser Haus reinläuft. Und dann hat er angefangen, einen Graben zu machen mit einem Gefälle. Aber es hat noch nie so stark geregnet hier, seit wir hier wohnen. Und wir waren uns nicht sicher, ob das Ding eigentlich vom Gefälle her richtig kalkuliert ist. Ich kann euch sagen, nach 1 Stunde und 15 Minuten extremem Wasserrohrbruch, die Rille funktioniert. Das ist hier nachts lang geplätschert und unser Haus war von den Seiten her, von der Seite umrandet von einem kleinen Bach mit einem blubbernden Kochgeräusch begleitet. Genau, und das macht Sebastian jetzt gleich als erstes. Ja, dann musst du dazu sagen, wir haben uns gestern beschwert, dass da beim Dorf das Wasser nicht da ist. Wir haben jetzt mal einen Tank installiert, haben wir gezeigt. Und da hat unser Nachbar auch gesagt, ja, manchmal ist es da und dann ist zu wenig Druck. Und jetzt haben sie irgendwas gemacht, jetzt ist der Druck voll da. Und es ist so stark, dass die Kappe da abgefallen ist und dass am Wasserfilter oben, also am Wassertank, am Filter das Wasser rausläuft. Naja, das ist vom einen zum anderen extrem. Wir hatten ja mal gezeigt, wie unsere Einfahrt hier war. Mit der Rille, wo ich das freigeschaufelt hatte. Die Rille ist immer noch, die muss auch sein, damit das Wasser ablaufen kann. Sieht man ja gerade hier. Auf beiden Seiten von der Straße. Und ich habe jetzt unsere Einfahrt, die wir unten in unserem Mietshaus hatten, nochmal umgebaut. Die war halt viel schmaler. Und die hatte nur 3 solche. Das hier war dran, dieser Block, dieser und dieser. Halt, das ist ein Dreirad. Für jedes Rad eine Spur. Und das war doppelt so lang, weil die Einfahrt, weil das einen größeren Graben zu überwinden hatte. Und das habe ich jetzt umgebaut mit den Reststücken. Deswegen sieht es ein bisschen zusammengeschustert aus. Aber es funktioniert. Jetzt haben wir jetzt hier eine deutlich stabilere Einfahrt, dass wir hier raus und reinfahren können. Ja, wir sind ja an der Straße. Wir haben ja mal vor einer Weile, habe ich glaube mal eine Kurzaufnahme gemacht, Wasserrohr gelegt hier vom Dorf oben bis zu uns und dann weiter runter noch. Hier ist das Rohr und das geht da an der Straße entlang weiter runter. Und früh kam ein Nachbar zu mir und sagt, hier da unten beim Nachbarn, beim Lisandro heißt der, sprudelt raus. Der ist aber nicht angeschlossen, also der kümmert sich da nicht drum. Und weil ich ja der Nächste bin, der hier wohnt, habe ich gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Und der hat es vor uns voll rausgespritzt. Habe ich das Handy nicht dabei gehabt, weil ich habe es nicht mal einstecken. Für was auch. Braucht das ja nicht permanent. Und ja, jetzt habe ich das hier wieder verbunden. Das war zu kurz verbunden. Das haben die nicht gut gemacht. Das war nicht weit genug zusammengesteckt. Und jetzt, gestern haben wir ja uns beschwert wegen dem Wasserdruck. Und jetzt haben wir Wasserdruck und jetzt geht es überall auseinander. Naja, es ist jetzt wieder dicht. Das Grab ist wieder zu. Und dann geht es weiter mit unserem Grundstück mitarbeiten. Ich nehme euch mit vom Eingang. Dort wachsen übrigens erste Bananen, Kochbananen. Und jetzt geht's Richtung Haus. Hier sind verschiedene Bananenpflanzen, Baby-Papaya-Pflanzen, größere Papaya-Pflanzen, Zierbäume, die hübsch sind. Noch so ein hübscher Baum. Die sind auch ganz hübsch hier, wenn sie ihre Blüten aufmachen und zeigen. Einfach auf Wildwuchs, der da war, der aber uns noch dienlich ist als Mulchmaterial. Eiscreme, Butterfruchtbaum, noch so einer, die bringen Stickstoff. Dort ist auch ein Fruchtbaum. Mich stören ja diese Wurzeln, ne? Ich habe so einen Perfektionismus. Mexikanische Sonnenblume gibt's auch bei euch. Kurkuma. Erdnussbutterfruchtbaum. Ein Eiscreme-Fruchtbaum. Mexikanische Sonnenblume. Eine kleine Avocado. Noch mehr Zierpflanzen. Das ist ein Hibiskus, da kann man Hibiskus-Tee machen. Zierpflanzen. Und zum Eingang. Unsere einzige Wand bisher. Mein Mann bringt Nachschub. Blech. Ab in die Blechbüchse.
Seit Tagen regnet es wieder mal, wir sind ja in der Trockenzeit. Dann fließt auch das Wasser hier ein bisschen. Ich halte hier eine Schüssel über das Handy. Eigentlich ist es wasserdicht. Das ist ein Outdoor-Telefon, ein altes Samsung, aber ich gehe auf Nummer sicher. Und hier das Dach habe ich jetzt dran gebaut. Das ist erstmal provisorisches Blech. Das neue Blech liegt schon da. Hier, muss noch verbessert werden. Jetzt Mama hat gesagt, du sollst mitgehen. Hast du aufgenommen? Ich nehme mal auf. Ja. Hier ist wieder mal ein Rohr auseinander. Ich habe voll schlechte Laune, weil ich eigentlich gerade was anderes machen wollte. Ich habe aber gesagt, dass ich es mache. Wieso ist es auseinander? Weil die es zusammen gemacht haben, nicht richtig zusammen gemacht haben. Muss ich gucken, dass ich wieder das ein Stück kürzer zusammenschieben kann, was eigentlich gar nicht geht, weil da muss ich das Rohr irgendwie ziehen. Da oben an der anderen Stelle, wo das letzte Mal gefliegt hat, ging das. Konnte ich weiter runtergehen. Ich habe die Kurve ein Stück enger gemacht. Ja, am frühen Morgen, wir gucken so aus unserer offenen Wand und sehen da so die Wolkenformation. Jetzt sieht es schon gar nicht mehr ganz so schön aus. Das sah gerade aus wie so ein Fisch. Die weiße Wolke da, weil hier, ich kann dir mal kurz zeigen, hier sind überall so dunklere Wolken. Dunklere Wolken, da oben ist immer eine hellere, weil die Sonne die schon anstrahlt. Und diese da sah so ein bisschen aus wie ein Fisch, der gerade was auspustet. Jetzt sieht man es nicht mehr ganz so gut. Ein bisschen kann man es vielleicht noch erkennen. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert. Naja, solche Gegebenheiten gibt es ja. Gibt es bestimmt auch woanders, aber wir haben es halt gerade gesehen. So, Sebastian hat ja hier übrigens, der Weg ist auch matschig, hier das ist richtig schmierig. Auch schmierig, weil da Mandarinen auf dem Boden liegen. Genau, Sebastian war gestern in der Stadt, weil es von unserer Perspektive das Beste gewesen ist. Sonst wäre er gar nicht gefahren. Das ist das Resultat. Oh, ich mache gegen die Sonne. Das ist nicht gut. Da sieht man nicht viel. Dann ist es dann hier, der Sebastian muss nachher noch die Ketten sauber machen, weil die hängt noch voll Rotz rum. Wir haben ja einen ziemlichen Matschweg, wenn es regnet. Und ich will heute den Berg runtergehen, weil ich zu einer Freundin eingeladen bin. Und meine Schuhe sind ja eh kaputt. Da gibt es ja auch schon ein kleines Video zu. Und ich habe Sebastian gesagt, er soll meine Schuhe modifizieren, wenn ich den Berg runterkomme, ohne hinzufallen. Denn, das seht ihr auch in einem anderen Video, ich habe eine Steißbeinprellung. Und ich habe keine Lust, schon wieder auf Steißbein zu fallen. Genau, jetzt habe ich jetzt richtige Spikes-Schuhe. Also wenn jemand Böses kommt, den tritt ich so richtig. Das war Ironie, das sollte sie nicht tun, weil ja. dann können sie jemanden Stock verletzen. Genau, und ihr seht das im anderen Video, das können wir euch verlinken, dass wir hier wirklich einen extremen Matschweg haben. Und ich will heute auf jeden Fall runter. Und selbst mit Schuhen ist es halt extrem rutschig. Kannst du mal kurz das Fahrzeug zeigen? Das ist der Weg. Der ist halt richtig matschig, aber da sind so kleine Löcher drin. Ah, sieht man bei dem gar nicht. Aber das hält. Oh. Ah. Also die Spikes an den Schuhen funktioniert. Aber hier richtig viel Matsche dran. Ah. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.